Lektion 1. Der Laufrekord. Ich setze mir bestimmte Ziele und verfolge meine Fortschritte mit einer Lauf-App. Welche App verwendest du, um deine Läufe zu verfolgen? Ich verwende eine App, die Distanz und Tempo aufzeichnet. Fühlst du dich jemals von den Zahlen unter Druck gesetzt? Manchmal drängen mich die Zahlen dazu, besser zu werden. Zeigt die App Karten ihrer Routen an? Ja, es zeigt präzise Routen und Höhenunterschiede. Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit denen anderer Nutzer? Ich sehe mir manchmal Bestenlisten und wöchentliche Herausforderungen an. Hat die App deine Herangehensweise an das Training verändert? Es hat mein Training strukturierter und messbarer gemacht. Setzen Sie sich kurzfristige oder langfristige Ziele? Ich setze sowohl kurzfristige Meilenziele als auch langfristige Rennziele. Wie oft aktualisierst du deine Ziele? Ich passe die Ziele monatlich an die jüngsten Fortschritte an. Protokollierst du neben Läufen noch andere Details? Ich nehme Schlaf, Ernährungsnotizen und Cross-Trainingseinheiten auf. Bietet die App Coaching oder Vorschläge? Die App bietet maßgeschneiderte Pläne und Feedback nach den Läufen. Haben Sie sich jemals von einer schlechten Woche entmutigt gefühlt? Ich fühlte mich einmal entmutigt, aber ich habe die Daten überprüft, um sie wiederherzustellen. Wie nutzt man Daten, um motiviert zu bleiben? Ich feiere kleine Verbesserungen und lege Mini-Belohnungen fest. Teilen Sie Ihre Fortschritte in den sozialen Medien? Ich poste gelegentlich Updates, um verantwortlich zu bleiben. Ist die öffentliche Weitergabe von Daten zu Kontroversen gekommen? Einige Benutzer machen sich Sorgen um Datenschutz und Standortgefährdung. Sorgen Sie sich um die Datensicherheit bei Fitness-Apps? Ich überprüfe die Berechtigungen und schränke ein, was ich teile. Kann die Gamification einer App ungesund werden? Es kann zu obsessivem Verhalten führen, wenn es nicht ausgewogen ist. Wie vermeidest du es, obsessiv zu werden? Ich plane Ruhetage ein und konzentriere mich auf das Wohlbefinden. Rennst du jemals gegen die App selbst? Ich habe virtuelle Herausforderungen gestellt, um frühere Auftritte zu übertreffen. Hilft dir die App dabei, dich auf tatsächliche Rennen vorzubereiten? Es gibt Tempoziele vor und simuliert die Rennanstrengung. Hast du Leute über die App getroffen? Ich habe mich über die App mit einer lokalen Laufgruppe verbunden. Haben diese Verbindungen ihre Konsistenz verbessert? Das Laufen mit anderen erhöhte meine Rechenschaftspflicht. Glauben Sie, dass Daten einen Coach ersetzen können? Daten unterstützen das Training, aber ein Coach bietet menschliche Einblicke. Besteht das Risiko, sich nur auf Kennzahlen zu verlassen? Bei Kennzahlen können persönliche Gefühle und Ermüdungssignale übersehen werden. Wie balancierst du es aus, auf deinen Körper zu hören und Daten zu folgen? Ich behandle Daten als Orientierungshilfe und Körpersignale als Priorität. Setzen Sie sich zu hohe Leistungsziele? Ich habe mir einmal ein unrealistisches Zeitziel gesetzt und mich verletzt. Hat dir die App geholfen, die Warnzeichen zu erkennen? Es zeigte plötzliche Erhöhungen der Trainingsbelastung, die mich warnten. Wie hast du deinen Plan danach geändert? Ich habe die Intensität reduziert und die Erholungssitzungen erhöht. Hat Tracking deine mentale Belastbarkeit verbessert? Fortschritte zu sehen, stärkt Selbstvertrauen und mentale Stärke. Nutzt du die App auch, um Cross-Training zu planen? Ich protokolliere Rad- und Krafttraining für ein vollständiges Gleichgewicht. Kann eine App deinen besten Renntag vorhersagen?
Es kann die Leistung schätzen, aber keine Ergebnisse garantieren. Passen Sie Ihre Ziele an, wenn das Leben hektisch wird? In geschäftigen Zeiten setze ich mir flexible Ziele, um realistisch zu bleiben. Haben Sie die Fortschritte ein ganzes Jahr lang verfolgt? Jährliche Trends zeigen Wachstum und helfen bei der Zukunftsplanung. Informiert Sie die App über Meilensteine? Es sendet Abzeichen und Meilensteinerinnerungen, die sich lohnend anfühlen. Bist du jemals mit dem empfohlenen Tempo der App nicht einverstanden? Ich ändere die vorgeschlagenen Tempo je nachdem, wie ich mich an diesem Tag fühle. Hat die Technologie die Sichtweise der Gesellschaft auf Fitness verändert? Es hat messbare Fitness zu einem kulturellen Mainstream-Trend gemacht. Gibt es ethische Probleme bei Unternehmen, die Fitnessdaten verkaufen? Der Verkauf von Daten ohne klare Zustimmung wirft ernsthafte ethische Bedenken auf. Lesen Sie die Datenschutzbestimmungen der App sorgfältig durch? Ich lese wichtige Abschnitte und vermeide Apps mit unklaren Praktiken. Wie misst man Verbesserungen, die über die Geschwindigkeit hinausgehen? Ich verfolge Konstanz, Erholung und Verletzungsreduktion. Hast du die App schon einmal benutzt, um für Wohltätigkeitsveranstaltungen zu trainieren? Ich habe für einen Wohltätigkeitslauf trainiert und mit Hilfe von App-Statistiken auf mich aufmerksam gemacht. Hat die App dazu beigetragen, Spender oder Unterstützer zu gewinnen? Visuelle Fortschritte und gemeinsame Routen ermutigten zu spenden. Könnte eine intensive Konzentration auf Kennzahlen den Spaß am Laufen beeinträchtigen? Es kann sein, wenn der Läufer vergisst, warum er angefangen hat zu rennen. Wie sorgt man dafür, dass das Laufen beim Tracking Spaß macht? Ich mische Tortage mit kostenlosen Erkundungsläufen. Verwendest du beim Laufen Musik mit der App? Ich verwende Playlisten, die zeitlich auf mein Zieltempo abgestimmt sind. Hat das Befolgen eines Plans aus der App jemals zu Kontroversen in Gruppen geführt? Einige Gruppenmitglieder argumentieren, dass die Pläne zu starr oder zu wettbewerbsfähig sind. Wie gehst du mit widersprüchlichen Meinungen in deiner Laufgruppe um? Wir kommunizieren offen und vereinbaren gemeinsame Regeln. Besteht Leistungsdruck, wenn andere deine Statistiken sehen können? Sichtbare Statistiken üben bei einigen Läufern sozialen Druck aus. Denken Sie, dass Transparenz die Leistung verbessert? Transparenz kann motivieren, aber auch Vergleichsstress erzeugen. Empfehlen Sie Strategien für neue Benutzer? Beginnen Sie mit einfachen Zielen und lernen Sie die Funktionen der App schrittweise kennen. Sollten sich Anfänger zuerst auf die App oder auf die Grundlagen konzentrieren? Grundlagen wie die richtige Form und die allmähliche Zunahme müssen an erster Stelle stehen. Gibt es Funktionen, die die meisten Benutzer übersehen? Viele übersehen Erholungsmetriken und Schlafkorrelationen. Glauben Sie, dass zukünftige Apps mehr künstliche Intelligenz verwenden werden? Fortgeschrittene Algorithmen werden wahrscheinlich ein persönlicheres Coaching bieten. Könnten KI-Empfehlungen jemals zu preskriptiv werden? Sie könnten, weshalb menschliches Urteilsvermögen nach wie vor wichtig ist. Wie feiert man das Erreichen eines großen Ziels? Ich plane eine kleine Belohnung und teile den Erfolg mit Freunden. Nimmst du jemals ein Ziel in den Ruhestand, nachdem du es erreicht hast? Ich ersetze es durch eine neue Herausforderung, um die Dynamik aufrechtzuerhalten. Was ist dein stolzester Fortschrittsmoment mit der App? Durch beharrliches Training habe ich einen langjährigen persönlichen Rekord gebrochen. Hat das Verfolgen dieser Aufzeichnung deine Identität als Läufer verändert? Es erinnerte mich daran, dass konsistente Gewohnheiten diese Identität prägten. Denken Sie, dass Apps Coaching und Beratung demokratisieren?
Sie machen Beratung zugänglich, sind aber kein vollständiger Ersatz für Fachwissen. Was würdest du an den meisten laufenden Apps ändern? Ich würde die Datenschutzkontrollen verbessern und die Anleitungen zur Wiederherstellung eingehender behandeln. Würden Sie Tracking allen Sprachlernenden empfehlen? Das Tracking hilft bei der Disziplin und bietet eine klare Sprache für Fortschritte. Wie können Lernende Laufdaten verwenden, um Englisch zu üben? Sie können Ihr Training beschreiben und Fortschrittstagebücher schreiben. Ist tägliches Kurzschreiben über Läufe nützlich für das Sprachenlernen? Es stärkt den Wortschatz und fördert den gewohnten Ausdruck. Möchtest du zusammen mit einem Thema zum Sprachenlernen laufen? Die Kombination von Läufen mit gesprochenem Training wäre eine ansprechende Idee. Wie würden Sie eine Sprachsitzung strukturieren? Kurze Intervalle mit Aufforderungen zum Wortschatz während der Erholung würden funktionieren. Wären solche Sessions auf sozialen Plattformen angesagt? Sie könnten viral werden, wenn sie Fitness und Lernen miteinander verbinden. Könnten Kontroversen entstehen, wenn Fitness mit Monetarisierung vermischt wird? Monetarisierung kann Authentizität verwässern und Kritik auslösen. Wie sollten YouTuber authentisch bleiben und gleichzeitig mit Inhalten verdienen? Sie sollten Wert priorisieren und Patenschaften klar offenlegen. Planen Sie, Inhalte über Ihre App-Reise zu erstellen? Ich habe vor, meine Fortschritte ehrlich zu dokumentieren und das Gelernte zu vermitteln. Wirst du Tipps für andere Englischlerner geben? Ich werde einfache Sätze und Anregungen zum Nachdenken für die Lernenden hinzufügen. Denken Sie, dass kurze Sätze den Lernenden das Verständnis erleichtern? Kurze Sätze helfen, Klarheit zu schaffen und allmählich Selbstvertrauen aufzubauen. Hast du dein Tracking schon einmal in einen Unterrichtsplan umgewandelt? Ich habe einmal wöchentliche Module aus meinen Trainingsprotokollen erstellt. Fanden die Lernenden dieses Format hilfreich? Sie schätzten konkrete Beispiele und messbare Aufgaben. Was ist ein umstrittener Tipp, den Sie geben könnten? Ich könnte vorschlagen, das Teilen in sozialen Netzwerken einzuschränken, um Vergleichseffekte zu reduzieren. Warum sollte das umstritten sein? Viele YouTuber verlassen sich auf das Teilen, um Wachstum und Einkommen zu erzielen. Wie kann man Wachstum und Datenschutz in Einklang bringen? Verwenden Sie aggregierte Zusammenfassungen statt exakter Standorte. Glauben Sie, dass diszipliniertes Tracking zu langfristigem Erfolg führt? Durch diszipliniertes Tracking entstehen Gewohnheiten, die sich im Laufe der Zeit verstärken. Welchen letzten Rat würdest du einem neuen Tracker geben? Seien Sie geduldig, konzentrieren Sie sich auf Konsistenz und schützen Sie Ihre Privatsphäre. Lektion 2. Familientraditionen. Guten Tag, Anna. Es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Wie ist es dir ergangen? Guten Tag, John. Mir geht es gut, danke der Nachfrage. In letzter Zeit war ich damit beschäftigt, meiner Familie bei unseren Traditionen zu helfen. Das klingt interessant. Welche Traditionen hat Ihre Familie? Nun, eine unserer langjährigen Traditionen besteht darin, das Haus jedes Frühjahr gründlich zu reinigen. Gleich nachdem meine Mutter die wichtigsten Bereiche gereinigt hat, lässt sie meinen Vater, meinen Bruder, meine Schwester und mich ihr beim Putzen helfen. Das klingt nach einer gründlichen Familienleistung. Welche Aufgaben übernehmen Sie alle in der Regel während dieses Reinigungsprozesses? Jede Person hat spezifische Verantwortlichkeiten. Meine Schwester konzentriert sich normalerweise auf die Organisation des Wohnzimmers, während mein Bruder sich um den Garten kümmert. Es ist gut zu hören, dass alle involviert sind. Was ist mit dir? Was machst du normalerweise?
Normalerweise konzentriere ich mich auf die Küche. Ich genieße es, die Schränke neu zu ordnen und alles wieder aufgeräumt zu machen. Es fühlt sich befriedigend an zu sehen, wie alles zusammenkommt. Das kann ich mir vorstellen. Die Küche ist ein so wichtiger Raum in jedem Haus. Wie hilft dein Vater bei der Reinigung? Mein Vater kümmert sich oft um die schwere Arbeit. Er bewegt Möbel und hilft, schwer zugängliche Bereiche zu erreichen. Seine Stärke ist in dieser Zeit von unschätzbarem Wert. Das klingt nach einer echten Teamleistung. Findet ihr alle Freude an dieser Tradition, oder ist es eher eine lästige Pflicht? Anfangs fühlt es sich wie eine lästige Pflicht an, besonders wenn es Zeit ist, loszulegen. Sobald wir jedoch beginnen, lachen wir oft und erzählen Geschichten, was den Prozess unterhaltsam macht. Das ist herrlich. Das klingt nach einer wunderbaren Möglichkeit, sich mit Ihrer Familie zu verbinden und gleichzeitig eine Aufgabe zu erledigen. Haben Sie spezielle Reinigungsrituale? Das tun wir. Um es unterhaltsamer zu machen, spielen wir oft Musik im Hintergrund. Wenn Sie beim Putzen mitsingen, fühlt sich alles leichter an. Musik kann in der Tat eine alltägliche Aufgabe in etwas Angenehmes verwandeln. Hast du eine bestimmte Playlist, die du gerne verwendest? Ja, wir erstellen oft eine Playlist mit unseren optimistischen Lieblingssongs. Es gibt uns Energie und hält unsere Stimmung beim Reinigen hoch. Das ist eine fantastische Idee. Es ist toll, dass Ihre Familie Wege gefunden hat, das Putzen zu einem positiven Erlebnis zu machen. Unbedingt. Wenn wir fertig sind, belohnen wir uns normalerweise mit einer besonderen Mahlzeit oder einem Dessert, um unsere harte Arbeit zu feiern. Das klingt nach einem wohlverdienten Leckerbissen. Was ist Ihre Lieblingsmahlzeit nach einem Tag der gründlichen Reinigung? Ich liebe selbstgemachte Pizza. Es macht Spaß, es zuzubereiten, und wir können es mit unseren Lieblingsbelägen personalisieren. Hausgemachte Pizza klingt herrlich. Es fördert auch die Teamarbeit im kulinarischen Sinne. Macht ihr den Teig alle von Grund auf neu? Ja, das tun wir. Den Teig zuzubereiten ist Teil des Spaßes. Jeder macht mit und es wird zu einer Familienaktivität. Es scheint, dass Ihre Reinigungstradition nicht nur ein sauberes Zuhause fördert, sondern auch starke familiäre Bindungen. Ich glaube schon. Jedes Jahr stärkt es unsere Bindungen und schafft bleibende Erinnerungen. Das ist wirklich wunderschön, Anna. Traditionen wie diese tragen zu einem Gefühl von Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit bei. Ich stimme zu, John. Ich schätze diese Momente, die wir teilen, und ich freue mich darauf, diese Tradition noch viele Jahre fortzusetzen. Danke, dass du diese schöne Geschichte über deine Familientraditionen geteilt hast, Anna. Ich finde es inspirierend zu sehen, wie Putzen zu einem herrlichen Erlebnis werden kann. Lektion 3. Die sich wandelnde Landschaft der Ehe. Guten Tag, Anna. Es ist wunderbar, dich wiederzusehen. Wie war dein Tag bisher? Guten Tag, John. Mein Tag war ziemlich interessant, danke der Nachfrage. Ich habe nach Ehegesetzen in verschiedenen Bundesstaaten geforscht. Das klingt faszinierend. Was hat Sie dazu bewogen, sich mit dem Thema Ehegesetze zu befassen? Ich habe kürzlich erfahren, dass die Ehegesetze von Staat zu Staat erheblich variieren können. Zum Beispiel war es in Nevada auch einfacher zu heiraten als in einigen anderen Bundesstaaten. Das ist in der Tat faszinierend. Ich habe gehört, dass Nevada, insbesondere Las Vegas, als Hochzeitshauptstadt der Welt bekannt ist. Was macht es für Paare so attraktiv? Viele Paare wählen Nevada wegen seiner Einfachheit und Bequemlichkeit.
Der Staat verfügt über ein optimiertes Verfahren zur Erteilung von Heiratsurkunden, für das häufig weniger Anforderungen gelten. Das vereinfacht den Prozess sicherlich. Sind Sie auf interessante Statistiken zur Ehe in Nevada gestoßen? Ja, ich habe festgestellt, dass im Laufe der Zeit viele Paare für schnelle Zeremonien nach Nevada strömen. Städte wie Las Vegas bieten zahlreiche Hochzeitskapellen und Veranstaltungsorte für alle Vorlieben. Las Vegas ist auch berühmt für seine Themenhochzeiten. Haben Sie einzigartige Themen entdeckt, für die sich Paare entscheiden? Unbedingt. Einige Paare entscheiden sich für Hochzeiten im Elvis-Stil, während andere traditionellere Zeremonien in atemberaubender Umgebung im Freien bevorzugen. Diese einzigartigen Themen verleihen dem Erlebnis sicherlich einen Hauch von Spannung. Denken Sie, dass sich die Leichtigkeit der Ehe in Staaten wie Nevada auf langfristige Beziehungen auswirkt? Das ist eine zum Nachdenken anregende Frage. Auch wenn Bequemlichkeit für Paare attraktiv sein mag, hängt die Langlebigkeit von Ehen oft von Faktoren wie Kommunikation und gemeinsamen Werten ab. Ich stimme voll und ganz zu. Für Paare ist es von entscheidender Bedeutung, unabhängig davon, wo sie heiraten, ein starkes Fundament zu schaffen. Gibt es andere Staaten, die für milde Ehegesetze bekannt sind? Ja, Staaten wie Kalifornien und Alaska haben auch relativ einfache Prozesse. Sie bieten verschiedene Optionen an, zum Beispiel verschiedene Arten von Zeremonien und Beamten. Das ist gut zu wissen. Es scheint, dass sich die Leichtigkeit, zu heiraten, im Laufe der Jahre weiterentwickelt hat. Welche Veränderungen haben Sie in Bezug auf die Einstellung der Gesellschaft zur Ehe beobachtet? Die Einstellungen haben sich merklich verändert. Immer mehr Paare warten länger darauf, zu heiraten, und viele konzentrieren sich darauf, Karriere zu machen oder zuerst zu reisen. Dies spiegelt die sich ändernden Prioritäten der modernen Gesellschaft wider. Es zeigt auch, wie persönliche Entscheidungen die Institution der Ehe beeinflussen. In der Tat. Darüber hinaus erleben wir eine umfassendere Definition der Ehe, die unterschiedliche Beziehungen und Familienstrukturen anerkennt. Dieser Fortschritt ist lobenswert. Er fördert das Gefühl der Akzeptanz und des Respekts für die Entscheidungen des Einzelnen. Ich glaube, dass Liebe in all ihren Formen gefeiert werden sollte. Haben Sie sich jemals vorgestellt, wie Sie sich Ihre zukünftige Ehe vorstellen? Ich habe darüber nachgedacht. Ich wünsche mir eine Hochzeit, die sowohl die Werte meines Partners als auch meine Werte widerspiegelt, vielleicht in einer ruhigen Umgebung im Freien. Das klingt herrlich. Eine bedeutungsvolle Zeremonie kann bleibende Erinnerungen schaffen. Was werden Sie priorisieren, wenn die Zeit gekommen ist? Ich würde offener Kommunikation und gemeinsamen Zielen mit meinem Partner Priorität einräumen. Ich glaube, diese Elemente sind für eine erfolgreiche Ehe von grundlegender Bedeutung. Diese Eigenschaften sind essentiell. Es ist ermutigend, dieses Thema mit Ihnen zu besprechen, da es die verschiedenen Dimensionen von Beziehungen aufzeigt. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Erkenntnisse und Überlegungen zu dieser transformativen Reise. Lektion 4. Ein kulinarischer Ausflug. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, dein Tag läuft gut. Bist du bereit für unseren Ausflug? Guten Tag, John. Ja, ich freue mich. Ich habe mich auf diese Reise gefreut. Das freut mich zu hören. Während wir uns vorbereiten, habe ich mich gefragt, ob wir unser eigenes Mittagessen mitbringen oder dort essen sollen. Ich schlage vor, wir bringen unsere eigenen Sandwiches mit und machen ein Picknick. Das ermöglicht mehr Flexibilität und wir können unsere Lieblingszutaten wählen. Das ist eine großartige Idee. Es würde in der Tat Spaß machen, unsere eigenen Sandwiches zuzubereiten. Welche Zutaten möchten Sie hinzufügen? Ich werde ein klassisches Truthahn-Käse-Sandwich mit Salat und Tomate machen. Ich glaube, diese Aromen ergänzen sich gut.
Das klingt köstlich. Vielleicht bereite ich ein gegrilltes Gemüsesandwich mit Hummus zu. Es wird nahrhaft und sättigend sein. Ein gegrilltes Gemüsesandwich klingt herrlich. Wir sollten auch ein paar Snacks einpacken, um unser Mittagessen zu ergänzen. In der Tat. Ich könnte etwas Obst mitbringen, wie Äpfel oder Trauben. Sie sorgen für erfrischende Snacks an einem warmen Tag. Perfekt! Ich kann auch ein paar Chips oder Cracker für ein bisschen Crunch hinzufügen. Du hast ein Händchen für die Planung von Mahlzeiten. Ich bin mir sicher, dass unser Picknick sowohl befriedigend als auch unterhaltsam sein wird. Danke, John. Ich glaube, dass das gemeinsame Essen im Freien dem Erlebnis einen besonderen Reiz verleiht. Stimme voll und ganz zu. Das Essen inmitten der Natur verstärkt oft den Geschmack von Lebensmitteln und macht sie unvergesslicher. Apropos Verbesserung der Erfahrungen. Ich habe darüber nachgedacht, einen tragbaren Lautsprecher mitzubringen. Wir können Musik genießen, während wir essen. Das ist eine fantastische Idee. Hintergrundmusik kann während unseres Picknicks für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Ja. Ich schlage vor, eine Playlist mit unseren Lieblingsliedern zu erstellen. Es wird unsere Stimmung den ganzen Tag über hochhalten. Ich helfe gerne dabei. Die Kombination von gutem Essen und guter Musik sorgt für einen perfekten Ausflug. Genau. Neben dem Essen freue ich mich auch darauf, die Gegend zu erkunden. Ich habe gehört, dass es tolle Wanderwege gibt. Ja, ich habe über diese Wege gelesen. Sie bieten wunderschöne Ausblicke und die Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ich freue mich darauf, die Landschaft zu genießen. Es wird einen wunderbaren Kontrast zu unserem geschäftigen Tagesablauf bieten. Absolut. Zeit im Freien zu verbringen kann sehr erfrischend und belebend sein. Es hilft uns, die Schönheit um uns herum zu schätzen. Ich stimme zu. Nach unserem Mittagessen sollten wir diese Wege auf jeden Fall erkunden. Ich glaube, es wird eine erfüllende Erfahrung sein. Ja, und es wird auch eine großartige Möglichkeit sein, einige der Kalorien aus unseren köstlichen Sandwiches zu verbrennen. Genau, es geht nur um Ausgewogenheit. Ich finde, dass Outdoor-Aktivitäten mich oft für den Rest des Tages mit Energie versorgen. Gut gesagt, Anna. Ich freue mich auf dieses Abenteuer und freue mich darauf, unser Picknick und unsere Wanderung zu genießen. Danke, John. Ich glaube, es wird ein herrlicher Tag mit gutem Essen, guter Musik und toller Gesellschaft. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns unsere Vorbereitungen abschließen und wir machen uns auf den Weg zu unserem kulinarischen Ausflug. Lektion 5. Eine Reise des Verstehens. Guten Tag, Anna. Ich hoffe, du hast einen wundervollen Tag. Guten Tag, John, vielen Dank. Mein Tag war ziemlich produktiv. Ich habe in letzter Zeit über einige wichtige Themen nachgedacht. Das klingt faszinierend. Welche Themen haben dich beschäftigt? In letzter Zeit habe ich über die Bedeutung von Kommunikation in Beziehungen nachgedacht. Es ist wichtig, um einander zu verstehen. Ich stimme voll und ganz zu. Klare Kommunikation ist die Grundlage jeder gesunden Beziehung. Auf welche spezifischen Aspekte der Kommunikation konzentrieren Sie sich? Ich glaube, es ist wichtig, gegenseitigen Respekt aufzubauen, insbesondere wenn schwierige Themen besprochen werden. Natürlich sollten wir uns zunächst darauf einigen, während des gesamten Prozesses respektvoll miteinander umzugehen. Das ist ein ausgezeichneter Punkt. Respekt dient als Leitprinzip bei der Führung herausfordernder Gespräche.
Wie schlagen Sie vor, dass wir sicherstellen, dass dieser Respekt gewahrt bleibt? Ich denke, es ist wichtig, aktiv zuzuhören. Indem wir uns gegenseitig den Raum geben, Gedanken und Gefühle auszudrücken, können wir ein verständnisvolleres Umfeld fördern. Aktives Zuhören kann wirklich einen Unterschied machen. Es zeigt, dass wir die Sichtweisen des anderen wertschätzen. Sind Sie auf Techniken zur Verbesserung des aktiven Zuhörens gestoßen? Ja, eine Technik besteht darin, zu paraphrasieren, was die andere Person gesagt hat, bevor sie antwortet. Das verdeutlicht nicht nur das Verständnis, sondern zeigt auch, dass wir wirklich engagiert sind. Das ist eine wertvolle Strategie. Sie fördert den offenen Dialog und minimiert gleichzeitig Missverständnisse. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, sich nicht gegenseitig zu unterbrechen. Absolut. Eine Unterbrechung kann zu Frustrationen führen und das Gespräch zum Scheitern bringen. Es ist wichtig, geduldig zu sein und der anderen Person zu erlauben, ihre Gedanken zu beenden. Geduld ist unerlässlich. Es vermittelt, dass wir wirklich daran interessiert sind, was die andere Person zu sagen hat. Welche anderen Elemente sind Ihrer Meinung nach wichtig, um Respekt aufrechtzuerhalten? Ein wichtiger Faktor ist die nonverbale Kommunikation. Körpersprache und Augenkontakt können einen großen Einfluss darauf haben, wie unsere Worte aufgenommen werden. Das ist aufschlussreich. Eine positive Körpersprache kann unsere Botschaft verbessern und Vertrauen fördern. Haben Sie jemals eine Situation erlebt, in der nonverbale Hinweise den Gesprächston verändert haben? Ja, ich hatte einmal eine Diskussion, in der die andere Person abgelenkt und verschlossen wirkte. Ich fühlte mich dadurch unterbewertet, was sich auf das Gespräch auswirkte. Das ist bedauerlich. Es unterstreicht, wie wichtig es ist, bei Diskussionen sowohl präsent als auch aufmerksam zu sein. Welche Strategien können Ihrer Meinung nach dazu beitragen, den Respekt auch bei Meinungsverschiedenheiten aufrechtzuerhalten? Ich denke, es ist wichtig, sich auf das eigentliche Problem zu konzentrieren, anstatt die Person anzugreifen. Die Verwendung von Ich-Aussagen kann helfen, Gefühle auszudrücken, ohne Schuldzuweisungen zu machen. Das ist ein ausgezeichneter Ansatz. Wenn du zum Beispiel sagst, ich bin frustriert, wenn, statt du frustrierst mich immer, kann das die gesamte Dynamik des Gesprächs verändern. Genau. Es fördert einen konstruktiven Dialog, anstatt die Spannungen zu eskalieren. Würden Sie sagen, dass diese Prinzipien auch für Diskussionen außerhalb persönlicher Beziehungen gelten? Absolut. Ob im professionellen Umfeld oder mit Freunden, Respekt und klare Kommunikation sind für effektive Interaktionen unerlässlich. Ich stimme zu. Dieses Verständnis kann zu tieferen Verbindungen und insgesamt harmonischeren Beziehungen führen. Danke, dass du deine Gedanken geteilt hast, Anna. Diese Erkenntnisse sind wirklich wertvoll, wenn wir unsere Interaktionen mit anderen steuern. Das Vergnügen war meins, John. Ich freue mich darauf, diese Prinzipien in meinen Gesprächen anzuwenden und aus jeder Erfahrung zu lernen. Gemeinsam können wir in unseren Diskussionen eine Kultur des Respekts und des Verständnisses pflegen, sowohl jetzt als auch in Zukunft. Lektion 6. Die Früchte unserer Arbeit. Guten Tag, Anna. Es ist schön, dich zu sehen. Wie geht es dir, seit wir das letzte Mal gesprochen haben? Guten Tag, John. Mir ging es ganz gut, danke. Ich freue mich darauf, Sie über das von uns besprochene Projekt auf dem Laufenden zu halten. Ich bin gespannt darauf, davon zu hören. Hast du schon irgendwelche Ergebnisse gesehen? Ja, seit der Implementierung unserer neuen Marketingstrategie haben wir mehr Kundenanfragen erhalten. Es scheint bei unserer Zielgruppe Anklang zu finden. Das sind fantastische Neuigkeiten. Zunehmende Anfragen sind oft ein deutliches Zeichen dafür, dass Menschen an unseren Angeboten interessiert sind. Genau. Wir haben uns darauf konzentriert, unsere Online-Präsenz zu verbessern. Und das scheint sich auszuzahlen.
Welche spezifischen Strategien fanden Sie bei der Generierung dieser Anfragen am effektivsten? Wir haben unser Engagement in den sozialen Medien verbessert, indem wir regelmäßig Updates und interaktive Inhalte veröffentlicht haben. Darüber hinaus haben wir gezielte Anzeigen verwendet, um potenzielle Kunden effektiver zu erreichen. Das klingt nach einem soliden Ansatz. Die Interaktion mit Kunden in sozialen Medien kann Vertrauen aufbauen und eine treue Fangemeinde schaffen. Ja, und wir haben auch nutzergenerierte Inhalte gefördert. Dies verlieh unserer Marke Authentizität und bot echte Erlebnisse unserer Kunden. Tolle Idee. Die Leute vertrauen oft mehr auf Empfehlungen von Kollegen als auf Werbematerial. Welches Feedback haben Sie von Kunden erhalten? Viele Kunden haben unsere transparente Kommunikation und unsere personalisierten Antworten geschätzt. Sie scheinen sich dadurch geschätzt zu fühlen. Das ist essentiell. Der Aufbau einer Kundenbeziehung kann zu langfristiger Loyalität und Folgegeschäften führen. Unbedingt. Wir haben auch eine kleine Werbeveranstaltung organisiert, die es uns ermöglichte, mit Kunden persönlich in Kontakt zu treten. Eine persönliche Note kann sehr wirkungsvoll sein. Wie ist die Veranstaltung verlaufen? Es lief bemerkenswert gut. Viele Anwohner waren anwesend und wir erhielten positive Rückmeldungen zu unseren Produkten. Es war eine fantastische Gelegenheit, unsere Marke zu präsentieren. Ich kann mir vorstellen, wie lohnend das gewesen sein muss. Persönliche Interaktion kann bleibende Eindrücke hinterlassen. In der Tat. Viele Teilnehmer haben Interesse an unseren kommenden Produkten bekundet, was für uns ermutigend ist. Es hört sich so an, als hätten Sie eine starke Grundlage für zukünftiges Wachstum gelegt. Haben Sie Pläne, diese Bemühungen weiter auszubauen? Ja, wir erwägen, mehr Veranstaltungen zu veranstalten und uns für die Öffentlichkeitsarbeit zu engagieren. Wir wollen unsere Beziehung zur lokalen Gemeinschaft stärken. Das ist eine kluge Entscheidung. Die Verbindung zur Gemeinschaft steigert nicht nur den Umsatz, sondern verbessert auch den Ruf der Marke. Darüber hinaus prüfen wir Partnerschaften mit lokalen Unternehmen. Durch gemeinsame Anstrengungen können wir unsere Reichweite vergrößern und uns neue Kunden vorstellen. Das ist eine brillante Strategie. Durch Zusammenarbeit können Synergien entstehen, von denen alle Beteiligten profitieren. Ich glaube schon. Unser Ziel ist es, uns als vertrauenswürdige Marke zu etablieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf unsere Community auszuüben. Ihre Vision ist bewundernswert. Ich bin beeindruckt von Ihrem proaktiven Ansatz für Wachstum und Kundenbindung. Danke, John. Deine Ermutigung bedeutet mir viel. Ich glaube, dass Erfolg auf Engagement und dem aufrichtigen Wunsch beruht, Kunden zu bedienen. Gut gesagt, Anna. Ich freue mich darauf, Ihre Reise und die Entwicklungen in Ihrem Projekt zu verfolgen. Danke, John. Ich freue mich darauf, weitere Updates mit Ihnen zu teilen. Gemeinsam können wir weiterhin nach Möglichkeiten suchen, unsere Bemühungen zu verstärken. Ich freue mich auf Ihren nächsten Bericht. Ihre Begeisterung für Ihre Arbeit ist wirklich inspirierend. Lektion 7. Die Musik unseres Lebens. Guten Tag, Anna. Es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Wie war dein Tag? Guten Tag, John. Es ist auch toll, dich zu sehen. Mein Tag war sehr angenehm, zumal ich verschiedene Musikrichtungen erkundet habe. Das klingt faszinierend. Musik ist eine so kraftvolle Ausdrucksform. Welche Genres hast du in letzter Zeit gehört? Ich habe mich kürzlich mit Hardrock-Musik befasst. Die Energie und Leidenschaft in den Songs erregen meine Aufmerksamkeit.
Hard Rock hat in der Tat einen einzigartigen Sound. Ich bewundere, wie es kraftvollen Gesang mit intensiven Gitarrenriffs kombiniert. Hast du irgendwelche Lieblingsbands? Ja, ich höre gerne Bands wie Led Zeppelin und AC/DC. Ihre Musik hat den Test der Zeit bestanden und ihre Live-Auftritte sind legendär. Diese Bands sind ikonisch. Ihr Einfluss auf die Musikindustrie ist unbestreitbar. Hast du jemals Live-Konzerte besucht? Ich habe letzten Sommer ein Konzert besucht und es war berauschend. Die Musik live zu erleben, verleiht ihr eine völlig neue Dimension. Das kann ich mir nur vorstellen. Die Atmosphäre bei Live-Auftritten, besonders in der Rockmusik, hat etwas Besonderes. Unbedingt. Allerdings ist mir auch aufgefallen, dass sich einige Leute auf Country-Musik spezialisiert haben. Es ist interessant, wie Musik unsere unterschiedlichen Vorlieben widerspiegelt. In der Tat. Country-Musik hat eine reiche Erzähltradition, die bei vielen Anklang findet. Künstler wie Johnny Cash und Dolly Parton erzählen in ihren Songs überzeugende Geschichten. Das tun sie. Manche Leute bevorzugen Radiosender, die nur Country-Musik anbieten. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl unter den Fans. Das ist eine wunderbare Beobachtung. Musik bringt oft Menschen zusammen und bietet eine gemeinsame Erfahrung und Gemeinsamkeiten. Ja, und das Erkunden verschiedener Genres kann manchmal zu überraschenden Entdeckungen führen. Ich habe kürzlich eine Fusion aus Rock und Country gehört, die ich faszinierend fand. Eine Verschmelzung von Genres kann zu innovativen Sounds führen. Es ist aufregend zu sehen, wie Künstler experimentieren und die Grenzen der traditionellen Musik überschreiten. Ich stimme zu. Musik entwickelt sich im Laufe der Zeit, und es ist wunderbar, diese Entwicklung mitzuerleben. Welches Genre gefällt dir persönlich am meisten? Ich habe ein Faible für Jazz. Die Improvisation und Komplexität der Jazzmusik faszinieren mich. Sie bietet ein völlig anderes Hörerlebnis. Jazz ist reich an Emotionen und Kreativität. Es ermöglicht den Zuhörern auch, das einzigartige Talent jedes Musikers zu schätzen. Genau. Mir gefällt, wie jede Aufführung anders sein kann, was jede Erfahrung frisch und aufregend macht. Musik hat wirklich die Kraft, Emotionen hervorzurufen und zum Nachdenken anzuregen. Sie findet bei uns auf so viele Arten Anklang. Das tut es. Ich glaube, dass der gemeinsame Musikgeschmack zu bedeutsamen Gesprächen und Verbindungen führen kann. Ja, es ist interessant, wie unsere Präferenzen Diskussionen über unsere Hintergründe und Erfahrungen auslösen können. Vielen Dank, dass du deine Erkenntnisse über Musik geteilt hast, Anna. Es ist immer aufschlussreich, über etwas so Universelles und doch Persönliches zu sprechen. Lektion 8. Mixology Magic. Guten Abend, Anna. Es ist mir eine Freude, Sie wiederzusehen. Wie war dein Tag? Guten Abend, John. Mein Tag war ziemlich produktiv, danke. Ich habe mit einigen neuen Getränkerezepten experimentiert. Das klingt faszinierend. Mit welcher Art von Getränken hast du gearbeitet? Ich habe vor kurzem angefangen, Cocktails zu entdecken. Ich habe mich auf eine einfache, aber klassische Kombination konzentriert. Rum und Sodawasser. Rum und Sodawasser klingt einfach genug. Wie ist das Verfahren zur Zubereitung dieses Getränks? Es ist relativ einfach. Zuerst müssen Sie die notwendigen Zutaten sammeln. Rum von guter Qualität, frisches Sodawasser und Eis. Hervorragend. Ich gehe davon aus, dass die Qualität des Rums den Geschmack des Cocktails erheblich beeinflusst? Genau. Ein glatter Rum verbessert den Geschmack des Getränks.
Ich bevorzuge einen leichten oder weißen Rum für einen erfrischenden Geschmack. Das macht Sinn. Wie stellst du das Getränk normalerweise zusammen? Zuerst fülle ich ein Glas mit Eis. Dann gieße ich die gewünschte Menge Rum ein, normalerweise etwa 1,5 Unzen. Das klingt vernünftig. Was kommt als nächstes, nachdem der Rum im Glas ist? Als nächstes fülle ich das Glas mit Sodawasser auf. Ich finde, dass etwa 3 Unzen gut funktionieren, um die Aromen auszugleichen. Großartig. Was ist mit Garnieren? Fügen Sie irgendwelche Extras hinzu, um die Präsentation des Getränks zu verbessern? Ja. Eine Zitronen- oder Limettenscheibe sorgt für eine lebendige Garnitur. Es verleiht ein pikantes Aroma, das den Rum perfekt ergänzt. Das ist eine hervorragende Note. Das Servieren mit einer Beilage erhöht das Gesamterlebnis. Haben Sie andere Variationen, die Ihnen gefallen? Unbedingt. Manchmal füge ich einen Spritzer frischen Fruchtsaft hinzu, wie Ananas oder Limette, für einen zusätzlichen Geschmackskick. Das klingt herrlich. Diese fruchtigen Noten müssen das Getränk noch erfrischender machen. In der Tat. Ich experimentiere gerne mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, um neue Kombinationen zu entdecken. Mixology kann sehr kreativ sein. Ich stimme zu. Cocktails zu kreieren ist wie Kunst. Jedes Getränk kann durch seine Zutaten und seine Präsentation eine Geschichte erzählen. Gut gesagt, John. Es ist wunderbar zu entdecken, wie verschiedene Elemente in einem einzigen Getränk harmonieren können. Haben Sie darüber nachgedacht, mit Freunden einen Cocktailabend zu veranstalten, um Ihre Kreationen zu präsentieren? Ich habe darüber nachgedacht. Es würde Spaß machen, Ihnen meine Lieblingsrezepte vorzustellen und gleichzeitig Ihre Gesellschaft zu genießen. Das klingt nach einer großartigen Idee. Es könnte eine spannende Erfahrung sein, bei der jeder etwas Neues lernt und ausprobiert. Genau. Ich glaube, es fördert die Verbindung durch gemeinsame Erfahrungen. Und wer mag keinen guten Cocktail? Jeder genießt einen guten Cocktail. Ich freue mich darauf zu sehen, welche anderen einfallsreichen Getränke Sie sich einfallen lassen. Danke, John. Ich weiß deinen Enthusiasmus zu schätzen. Vielleicht könntest du mit mir an einem dieser Cocktail-Experimente teilnehmen. Ich würde mich freuen, zu dir zu kommen, Anna. Das Mixen von Getränken klingt nach einem lustigen und köstlichen Abenteuer. Wunderbar. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam einige bemerkenswerte Kreationen kreieren werden. Ich warte gespannt auf unser Mixology-Abenteuer. Es wird bestimmt eine unterhaltsame Erfahrung voller Kreativität sein.